Ja, und auf eurer DVD-Bildersturm, da kokettiert sie ja quasi mit der Manipulation durch Medien und jetzt im Hinblick auf aktuelle Ereignisse, Japan, Libyen etc. Wie probiert sie da selbst hinter die Kulissen zu blicken, quasi in der Manipulation zu entgehen? Ja, man muss eben in Alternativen denken. Ne? Also man muss eben versuchen, Medien zu finden, in denen man wenigstens die richtigen Ergebnisse oder Fakten mitgeteilt bekommt und wie es dazu gekommen ist oder welche Begründungen dazu gegeben werden. Da muss man eben hinterfragen, okay, hätte das nicht auch so und so sein können. Ne? Es gibt natürlich Medien, die einem noch nicht mal die richtigen Fakten mitteilen. Ne? Also da muss man dann schon versuchen auszusieben, aber eine andere Möglichkeit hat man gar nicht daran zu kommen. Ne? In Japan kann man natürlich einen Kumpel anrufen, wir haben da auch viele Freunde, haben wir auch gleich gemacht, hey, wie geht's euch, wie können wir euch helfen oder so weiter. Aber ob die dann von ihrer Regierung die richtigen Fakten mitgeteilt bekommen und so, das ist man natürlich schon ein Stück weit ausgeliefert. Ne? Aber das ist dann eben der Staat, dem man angehört. Ne? Das ist dann eben die Gemeinschaft, auf die man sich verlassen muss. Und da müssen die dann eben ihre Schlüsse draus ziehen, ob sie sich von ihren Behörden und Verantwortlichen gut beraten fühlten oder nicht. Ne? Also gerade was jetzt solche Sachen wie Katastrophen oder Energiefragen oder auch vor einiger Zeit die Grippeschutzimpfung, die da gemacht wurden, das halte ich für ein riesengroßes Problem, dass da wirklich der Staat immer als Bittsteller vor der Tür von riesen Firmen steht. Ne? Bitte und könnten wir und ist es möglich und so, ne? Dass am Ende ein Großkonzern eigentlich die Macht ausübt und ein Staat nur als Bittsteller dort steht. Ne? Wie in Japan zum Beispiel, da steht der Premierminister da vor einem Mikrofon und sagt, tut mir leid, ich habe von der Firma auch keine anderen Infos bekommen. Ne? Also das ist wirklich ein Armutszeugnis, wie viel Macht da aus der Hand gegeben wurde. Ne? Und das ist, glaube ich, den Angehörigen eines Staates dort nicht bewusst, ne? Also dass sich das quasi außerhalb ihres Machtbereiches abspielt, was dort ihr Leben bestimmt, und das ist ein großes Problem, denke ich. Ich denke sowieso, also prinzipiell in der westlichen Welt eher, dass die Macht Richtung Unternehmen geht, weg von der Politik. Das kommt immer mehr so irgendwie. Ja, also das ist ja ganz klar ein Faktum, ne? Und Staaten werden auch dazu missbraucht, um die eben auszubeuten. Man sieht das ja auch bei der Bankenkrise. Ne? Also sobald eine Bank wieder profitabel ist, wird sie privatisiert. Ne? Die Gewinne werden privatisiert, und sobald irgendwelche Verluste eingefahren werden, wird es wieder verstaatlicht. Ne? Dann ist auf einmal wieder der große Sozialismus angesagt, weil dann quasi Arbeitnehmer als Geiseln genommen werden. Ne? Also das kann es dann natürlich auch nicht sein. Und ja, eure Popularität jetzt betreffend auch nach der Nummer 9 in den deutschen Charts. Werdet ihr teilweise schon auf der Straße erkannt, oder könnt ihr euch noch gut verstehen? Nö, das ist überhaupt kein Problem. Die Leute, die einen auf der Straße entdecken, das sind ja auch eher wie Kumpels oder Freunde, mit denen man da gleich über was reden kann. Wenn das mal 1, 2 Leute sind, die dann fragen oder so, da ist das ja gar kein Problem. Ne? Also da gibt es Leute, die sind vielleicht in Charts auf Platz 20 oder so, aber deren Fresse ist den ganzen Tag im Fernsehen. Die können dann nicht mehr ruhig irgendwo langlaufen oder so. Und man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen, also bei den eingebrochenen LP-Verkäufen oder so, ne, da bedeutet natürlich Platz 9 in Charts nicht, dass man da 1 Million Schallplatten verkauft hat oder so. Ne. Ich glaube, in der neuen CD ist auch gar kein Bandfoto von uns drin. Also, ja, deshalb. Nee, also das ist überhaupt kein Problem. Also von den Massenmedien gibt es auch nicht irgendwie, dass ihr quasi mehr wahrgenommen werdet von denen? Doch, das ist schon so. Also besonders bei uns regional, die ganzen Tageszeitungen, die da am Start sind, weil wir ja aus Thüringen kommen, und das ist ja eher eine Gegend, die geprägt ist nicht von Großstädten, sondern eher so Städte, so die, keine Ahnung, zwischen 20 und 60.000 Einwohnern vielleicht haben oder so. Und da ist das schon was Besonderes, dass da eine Chartband mal dort herkommt und so. Und da sind jetzt schon viel mehr Berichte darüber. Und da bekommen dann auch normale Leute mit. Also wenn ich dann mal zu meiner Bank gehe oder auf irgendeine Behörde, sie waren ja in der Zeitung oder irgendwie sowas. Ne? Das ist dann schon mal so, aber das ist dann eher ein bisschen provinziell. Ne? Das ist dann eher so ein bisschen zum Schmunzeln. Auf jeden Fall. Ja, wie schauen jetzt eure Zukunftspläne aus? Also ihr habt jetzt eben die paar Shows in Griechenland und die Südamerika-Tour.
danach Pause angesagt? Oder? Naja, dann sind wir ja dann schon fast in der Festivalsaison. Ne? Ende Mai, Anfang Juni ist dieses Südamerika-Ding und dann fangen auch schon die ersten Festivals an. Da sind wir im deutschsprachigen Raum, spielen wir da dieses Jahr nur 2 Festivals. Das Graspop ist, glaube ich, auch dabei. Ja, das Graspop ist, das ist ja, mein Opa hätte gesagt, im deutschsprachigen Bereich, aber heutzutage ist es ja in den Niederlanden, das ist ja nicht mehr. In Belgien? Belgien. Ah ja, in Belgien. Da komme ich auf Niederlande. Das ist auch Niederlandssprache. Nee, wie heißt das in Niederlanden? Das Festival? Graspop. Viel zu früh. In Holland. Ja, in Holland. So, das ist Dynamo von früher halt. Nee, ich verwechsel das immer mit dem einen. Das Duo ist auch in Belgien. Ja, doch hier, das ist das Metal Meeting da, weil das auch Eindhoven Metal Meeting heißt. Ja, genau. Und das andere ist Graspop Metal Meeting, Ja, deshalb ja. verwechsel ich das immer. Aber das ist ja nur ein Indoor-Festival. Ja, deshalb- Eindhoven ist ziemlich. Naja. Nee, aber deshalb verwechsel ich das immer. Naja, sinnlos. Danach konzentriert ihr euch dann schon auf die neue Platte oder ist dann mal eher. Ja, auch das werden wir sehen. Also so nebenbei tun wir schon immer mal ein bisschen im Proberaum rumblödeln, ein paar Riffs spielen oder mal was aufnehmen oder so. Also das ist ja eigentlich ständig eine Arbeit. Dadurch, dass wir ja wie so eine Hobbyband strukturiert sind, dass wir auch mal regelmäßig proben und nicht das ganze Jahr auf Tour sind, sind wir auch ständig im Proberaum und arbeiten immer mal an was Neuem. Also das sammelt sich dann so über die Zeit, aber wenn wir das dann alles fürs Studio zusammen aufbereiten, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass das dieses Jahr noch passiert.